Alles gut so? Sitze ich ordentlich? Mhm. Ja, Bauch? Bauch? Bisschen reinziehen? Alles fein? Alles fein. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Moin und hallo. Moin. Wie versprochen gibt es heute den Film. Zum einen die Beschreibung, warum und weswegen, weshalb wir dann irgendwann hier Püppi 2 gefunden haben. Wir werden berichten von das waren ungefähr 4 Wochen, die wir durch Deutschland gefahren sind. Mosel, Donau, ich weiß gar nicht, wo wir überall waren, Richtung Nürnberg. Haben uns Fahrzeuge angeguckt, privat, bei Händlern, bei zwei Manufakturen Ja. und was wir da so erlebt haben. Ja. War nicht alles schön. Nein. Und davon berichten wir heute. Also wer sich die ganze Kilometerschrubberei auf der Suche nach Wohnmobilen ein bisschen einfacher machen möchte, der hört sich das einfach mal an, was wir erlebt haben die letzten Wochen. Und es waren total abenteuerliche Geschichten dabei. Es waren, ja, hochtragende Nasen dabei. Und es waren ganz tolle Erlebnisse Ja. dabei. Ja. Und dieses Sammelsurium, das stellen wir euch heute vor. Viel Spaß dabei. Viel Spaß! Wisst ihr, wie das losging? Mobile.de. Das Mobile.de Monster, mein Mann, hat da ein Fahrzeug gefunden. Wir fangen ganz einfach mal an mit dem ersten Punkt. Ich habe mir hier eine Liste gemacht, weil sonst kriegen wir das alles gar nicht zusammen. Orthos. Habt ihr schon mal was von Orthos Reisemobile gehört? Orthos ist heute eine Manufaktur, ein Familienbetrieb, waren früher mal Bimobil und Phoenix-Händler. Genau. So, Ja. und haben sich irgendwann gesagt, so, wir bauen jetzt auch was Tolles. So, und da stand der Orthos unter 7 Meter, Alkoven, Heckgrundsitzgruppe. Ah, der hat schon ein paar Streifspuren. Die kriegst du wegpoliert. Nochmal! Wir durften eine kleine Probefahrt machen. Ich sage noch was dazu. Also ein paar Worte. Ne? Das ist ein Iveco Daily Achleitner. Ja. Und zwar der Offroad. Also Achleitner ist eine Firma in Österreich, die rüsten Straßenfahrzeuge wie ein Iveco Daily, mit dem Sprinter machen sie es auch, auf Allrad um. Und das ist ein 7,2 Tonner Daily auf Einzelbereifung und Allrad umgerüstet mit Untersetzungsgetriebe und 3 Sperren. Vorne 100% Sperren. Vorne, Mitte, hinten. Also jedes Herz eines Allrad-Fans, das schlägt da natürlich höher, wenn er diese Komponenten so vorgelesen bekommt. Das Fahrzeug war so spannend, da mussten wir hin. Ja. Toller Möbelbau. Schreinerqualität. Schreinerqualität. Und durchgehender, hatte ich das jetzt schon gesagt, durchgehender Boden bis an den Alkoven. Und wir sind dahin. Wir haben gesagt, wir müssen dahin, wir müssen uns das Fahrzeug anschauen. Ja. Und das haben wir gemacht. Oh, das ist so ein Fahrzeug. Bertel hat gesagt, das darf man dann wirklich, wirklich nie wieder Es hergeben. gibt nur ganz, ganz wenige, eine handverlesene Zahl gibt es da von diesen Fahrzeugen mit der Kombi und von Orthos sowieso. Ich weiß gar nicht, 4, 5, 6 mehr gibt es da gar nicht von. Und das wäre natürlich ein Knaller gewesen. Das ist wirklich so ein Wagen, den hegst und pflegst du und gibst du dein Leben nicht mehr weg. Ja. Das war bis jetzt die höchste Kunst der Manufakturtätigkeit, die wir je gesehen haben. Sowas Granatenmäßiges. Naja, und dann sind wir dahin und haben uns den ganzen Betrieb da angeguckt. Das ist ja ein kleiner, überschaubarer Betrieb. Wurden total nett aufgenommen und haben da Käffchen getrunken. Wir sind zweimal da gewesen im letzten halben Jahr, weil die hatten zufällig Zwei. Ja, Fahrzeuge. ja. Wir reden ja hier in diesem Video nur über Gebrauchtfahrzeuge. Ja. Also es geht nicht um Neufahrzeuge. Wir sind ja nur noch auf der Suche nach Gebrauchtfahrzeugen. Ne? Ja. Und wir haben uns komplett wohlgefühlt. Die haben dann gesagt, Mensch, ja, fahr doch mal eine Runde mit dem Auto. Ne, bevor wir hier lang schnacken, ne, hier Schlüssel, los, fahrt. Ihr könnt fahren, ihr habt doch schon alles Mögliche gefahren. Wagen steht da hinten. Viel Spaß, 3-mal rechts, durch die Berge, wieder zurück und dann passt das. Ne? Ja. Und das war cool, das war richtig cool. Und auch dieser Vertrauensvorschuss, die kannten uns ja alle nicht. Wir sind ja anonym rumgefahren, das müsst ihr ja auch wissen. Wir sind ja nicht mit dem Fähnchen, wir sind YouTuber durch die Gegend gelaufen. Das machen wir nie. Wenn wir privat für uns irgendwas suchen, was wir haben möchten, dann wählen wir nicht mit dem Fähnchen, sondern dann verhalten wir uns wie ganz normale Kunden Ja. und ganz normale Interessenten.
und nutzen das jetzt nicht in irgendeiner Form, weil wir glauben, das ist auch gar nicht unbedingt so vorteilhaft. Wir möchten ja die Wahrheit und die Realität Ja. kennen. Und das war cool. Ja. Das war Das hat cool. Spaß gemacht. Eine Kröte, eine ganz große Kröte. Das Fahrzeug ist nicht günstig. Das muss man dazu sagen. Also da muss man schon tief in die Tasche greifen. Ja. Ja, wir kamen aber zu spät. Da war schon ein Interessent oder Interessenten. Ja, der Wagen Und war reserviert. ja, gut. Okay, war weg. Alles gut. Wir sind ja jetzt glücklich. Aber es ging damit los. Das ist so etwas, oh Gott, Traum der letzte, wenn man sagt, wenn man das beschreibt mit einer Sackgasse. Und da ist die Sackgasse zu Ende. Da würde ich dieses Fahrzeug positionieren. Ganz, ganz oben. Ganz weit Ja. oben. Es hat natürlich auch einen Nachteil. Das ist Ja. das ist ja schon ein ganz schönes Geschoss. Das sind 7,2 Ja. Tonner Alkoven. Da bist du schon bei Ja. 3,60 Meter mit Allrad. Und so hat das Fahrzeug auch wie andere Fahrzeuge oder wie jedes Fahrzeug ja immer Vorteile und Nachteile. Ja. Aber das Gesamtkonstrukt, das wär so ein Weltraser gewesen. Das wäre so ein echter Weltraser Ja. gewesen. Und voll cool. Ja. Da ging mein Herz auf. Doppelter Boden, Stauräume ohne Ende, Lithium, alles, was man sich vorstellen kann. Ne? Und das war echt ein Knaller. Ne? Die Sperren waren ein bisschen zäh, ne, die reinzulegen, aber wir hatten ja schon mal einen Achleitner als Allroad. Ja. Unterschied Allroad, 6 Räder, Offroad, 4 Räder. Die Technik ist aber identisch. Ja. Zum größten Teil, nicht 100%ig. Der Offroad hat eine andere Vorderachse. Ach Mensch, Leute, was soll ich euch erzählen? So. Das ist so viel Technikkram. Da können wir noch 10 andere Videos machen. Das muss jetzt nicht sein an der Stelle. Ich will euch nicht langweilen. Ihr merkt, ne? Er kann sich schon wieder nicht trennen. Das macht nichts. Wir haben ein tolles Fahrzeug gefunden. Logisch. Sind nicht ganz so hoch. Aber das ging ja dann weiter. Ja. Wir hatten noch im Hinterkopf Alkoven, Heckgrundsitzgruppe. Ja. Und da stand noch im Netz bei mobile.de ein Alkoven mit Heckgrundsitzgruppe. Was ganz anderes. Kurz. Ja, Unter 6,5 Meter, Ja. ich kriege die Längen nicht mehr ganz hin, aber unter 6,5 Meter gibt es auch länger, von Robel. Auch Alkoven, Heckgrundsitzgruppe, auch der Boden bis an den Alkoven ran. War Ja. alles ganz schön eng Ja. und ganz schön klein. ja, schmal, kurz. Ja, also wenn GFK-Kabine. du dann von so einem riesen Teil in dieses Kleine gehst, aber es war alles drin, alles dran. Das war charmant. Und auch Ja. der Alkoven bei Robel ist auch sehr, für unsere Verhältnisse, sehr niedrig. Ne? Wir Ja. haben da ja schon andere Alkoven gefahren. Ja. Und das war alles, ja, ein bisschen puppenstubenmäßig. Ne? Aber separate Dusche hat er gehabt. Ja. Ja, und dann sind wir bei einem Herrn und seiner Frau gelandet in Süddeutschland. Der Wagen stand in einer Scheune, also haben wir uns am Friedhof getroffen und die haben uns dann vorne vorweg mit ihrem Auto zur Scheune geleitet. Und dann kamen total, also auch nette Menschen, keine Ja. Frage. Und dann kamen so Äußerungen. Ja, der Wagen war, glaube ich, 4 Jahre alt und hatte, ich weiß gar nicht mehr, 40.000 Kilometer. Also 40, 50.000. ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall von den Eckwerten war das ein junges Fahrzeug Ja. und mit wenig Kilometern, 6-Zylinder Sprinter. Ja, So, Allrad. ja. Und dann ging das los. Ja, ich bin ja damit immer nur nach Kreta. Ich glaube, Kreta war es. Und dann stand das Auto da mit mir ein halbes Jahr. Und dann bin ich zurück und das nächste halbe Jahr bin ich dann zum Segeln und so weiter. Dann stand er hier in der Scheune. Und dann habe ich nachher überlegt, okay, das ist ja so kilometertechnisch, alterstechnisch, ist ja schon alles in Ordnung. Was passiert denn eigentlich mit einem Auto, das durchgehend ein halbes Jahr am Strand steht? Durchgehend. Durchgehend, wirklich durchgehend. Nicht alle 14 Tage mal hinfahren, sondern 6 Monate konstant. Und da habe ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Und dann haben wir uns den Wagen angeschaut, das ging dann los. Ja, gewaschen habe ich den nicht, den habe ich gleich Versiegelt. Ja, Keramik versiegeln Versiegelt. lassen. Und seitdem habe ich den nicht mehr gewaschen. Seit denke ich, so, guck mal, Nora, hat er schon recht, ne? Wenn ich die Streifen da so sehe, ne? Durch einige Olivenhaine gefahren, das passt schon. Ne? Und dann, Nora, lass uns doch mal in den Motorraum gucken. Ich mache die Motorhaube auf und ich wäre fast nach hinten umgefallen. Dann sage ich zu ihm,
Ach, und Marder haben Sie hier auch. Ja, ja, hier wohnt der Marder. Treten Sie nicht rein da unten. Ne? Der ganze Motorraum zerfressen. Diese Matten, die du vorne drin hast beim Sprinter. Und fast, also ich weiß nicht, 99% der Schrauben, die da vorne drin sind und der Metallteile hatten Rost. Ja. Da habe ich unter den Wagen geguckt, dann war am Rahmen Rost. An dem Unterbau war schon Rost. Da habe ich gedacht, okay, 4 Jahre, ein halbes Jahr pro Jahr am Strand von Kreta, das macht ja durchgehend 2 Jahre. Da kann ich ja im Grunde genommen 2 Jahre lang eine Autobahn fahren in Deutschland, die gerade gestreut wurde. So kam ich mir vor, im Winter mit Salz. Dann sieht dein Auto auch ungefähr so Ja, aus. es war nichts gemacht, kein Unterboden und gar nichts. Der Wagen war ungepflegt, Ja. da war nicht mal der Herd geputzt, da lagen noch die Krümel. Man hatte das Gefühl, man würde den Menschen gerade auf Kreta besuchen in seinem Wohnmobil. So sah das innen aus. So roch es auch. Und jetzt kommt der Knaller. Preis. Wir wussten ja vorher, zu welchem Preis der Verkäufer den Wagen inseriert hat. Und jetzt hat Nora gefragt, Frech. das möchte ich vorweg schicken. Sagen Sie mal, Herr X, was haben Sie denn eigentlich bezahlt für dieses Auto, als Sie das neu gekauft haben, das erste Hand? Und da hat er gesagt, ja, dann habe ich noch so ein bisschen, also das waren so 156.000 Euro. Aha, und heute möchten Sie 189.000 Euro haben. Ja, so macht das doch heute jeder. Bumm. Zack. Schluck. Wir haben dann gesagt, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sich so bemüht haben. Wir müssen da erstmal drüber schlafen. Ja. Und dann haben wir uns verabschiedet. Und wir haben über dieses Fahrzeug noch lange gesprochen, noch Tage danach, und haben uns Gedanken darüber gemacht, was bist du eigentlich bereit, für so ein Fahrzeug auszugeben? Also über dem Neupreis geht ja schon mal gar nicht. Und wie weit kommst du denn unter den Neupreis? Und da war das Erlebnis dann so, dass wir gedacht haben, du kannst doch dem guten Verkäufer, dem sehr bemühten, dem kannst du doch jetzt nicht sagen, du, weißt du, für 135 nehme ich ihn, 140 kannst du mir auch noch entlocken, vielleicht noch ein bisschen drüber, aber dann ist doch mal Ende im Gelände. Und das ist noch nicht so richtig angekommen bei den Verkäufern. Wir haben dann beobachten können, wie dieses Fahrzeug alle paar Wochen im Preis gefallen ist. Und ich glaube, der letzte Preis war da irgendwie über 160, glaube ich, irgendwas. Und irgendwann war er dann aus dem Netz weg. Ja. Zu welchem Preis, wissen wir nicht. Aber so ein Auto hätten wir im Leben nicht angefasst. Nein. Auf keinen Fall. So. Ich habe Nächster. zu viel geredet, ne? Ja, und dann haben wir uns, dann hast du, ich weiß nicht, hast du, nee, das war diesmal ich. Den habe ich gefunden. Und da ist mir etwas eingefallen, ich habe ganz früher mal von einem Fahrzeug geschwärmt. Oh, fand ich das toll, als wir noch unseren Hobby, ich glaube sogar, da haben wir den Hobby gefahren. Da sind wir den Hobby schon gefahren, ne? Zusammen. Unser erstes gemeinsames, Hobby 600. Und da habe ich immer von Wanner, dem Silver Dream, Ja, geschwärmt. ja. Damals gab es den noch auf beiden Seiten mit einer Markise und da waren das so diese Aufnahmen, vielleicht kennen die einige von euch, da, ne, das Foto und dann da die Markise und da eine Markise. Ich fand den immer scharf. So, und dann stand der also im Netz gebraucht. Oh, das war ein ganz tolles Erlebnis bei einem Pärchen, die den verkauft haben. Und wir haben den ganzen Nachmittag gequatscht. Also eigentlich hätte man das Auto kaufen müssen, weil das war so nett. Das war wirklich ganz, ganz toll. Also das ist ein Sprinter, Fahrgestell. Ja. Das war der Vierzylinder? Das war der Vierzylinder, ne? Der neuere, ne? Der Wagen war doch mal gerade ein Jahr oder sowas, Ja, ne? der war sehr jung. Und der hatte keine 10.000 Kilometer Ja. drauf. Und das kam aus persönlichen Lebensgründen, kam dieses Ja. Fahrzeug dann für die beiden nicht mehr in Frage. Die wollten einen Wechsel vornehmen. Du hast hinten ein Heckbett gehabt, einen Querschläfer und vorne diesen wannereigenen Alkoven, um es mal so zu Ja. sagen, ne? So ein Klappbett da oben. Ja. Und diese Kombi, die passte für die beiden nicht mehr. Der Wagen war vom Grundgedanken sehr, sehr gut gedacht. Also der hatte so ein Querbad, so wie so ein Linerbad, ne? Ja, mit gegenüberliegendem Dusche, genau. Ja. Separate Toilette. Ja, der hatte eine Winkelküche drin. Ja. Das passte auch. Und dann Ja. halt vorne die Ja. Halbdinette. Ne? Ja. Ja. Wir haben dann ein bisschen ein Querbett hinten. Ja. Wir haben dann doch zum Schluss ein bisschen Bammel gekriegt mit dem Querbett hinten. Das war Ja. eigentlich der Grund. Und doch wenig Stauraum.
durch dieses Klappbett oben, dann noch durch dieses Zusatzbett, war dann zu wenig Stauraum. Ja, da hast du dann keine Oberschränke, ne? Genau. Die fallen ja weg. Aber das war ein richtig tolles Erlebnis, also das werde ich nicht vergessen. Super Kontakt, super nett. Genau. Und ja, der war auch verhandlungsbereit und die wären auch gerne mit uns zusammengekommen. Nur haben wir dann nach dieser berühmten Geschichte, ich muss mal eine Nacht drüber schlafen, haben wir dann am nächsten Tag am Vormittag uns entschuldigt und dass das doch so für uns nicht in Frage kommt. Das ist ein Monocoque. Ja. Monocoque, also Wanner kann auch Monocoque, keine Frage. Auch interessant von der Bauweise des Fahrzeuges. Aber das Gesamtkonzept passte dann für uns nicht. Genau. So, und dann kam Bertel nochmal zum Zug. Da hat er unterwegs irgendwann, ich weiß nicht, das war aber auch schon länger her, etwas entdeckt bei einer Manufaktur. Ja. Ein wunderschönes Fahrzeug, ganz anderes Konzept. Das heißt, der kleinste LKW, den es gibt, Allrad, natürlich, hinten mit einem Koffer drauf, oben, also das ist ein nicht lachen, ein Fuso-Canter. Ich muss aber vorab, bevor wir da weitergehen, eine Geschichte erzählen. Lange vor YouTube sind wir mal ein Fuso-Canter Probe gefahren. Ja, da war der Hype, das war die Zeit, da gab es keinen, also früher hat beim Iveco Daily hat früher die Firma Scan den Allradumbau gemacht. Und dann kam, da hast du also einen Scam gekauft, auch wenn Iveco dran stand und hattest den damaligen, in Anführungsstrichen, Werksallrad. Und dann gab es eine Produktionspause, dann wurden diese Fahrgestelle nicht mehr gebaut und dann gab es keinen Daily Allrad mehr. Und in der Zeit kam der ganz nach oben, Fuso Canter, sprang auf einmal in der Beliebtheitsskala der Wohnmobilisten, die Allrad suchen, auf Platz Nummer 1. Und so waren einige Manufakturen dabei, die dann aus dem Fuso Canter ein Weltreisemobil gemacht haben. So möchte ich es mal bezeichnen. Jetzt stoppe ich hier mal, ne? Sonst dauert das zu lange. Also, dieser Fuso Canter hatte nur eine Pritsche, ne? Den wir Probe gefahren sind, ja klar. Ja, der hatte nur eine Pritsche. Und das war toll, sage ich euch. Bertel ist gefahren und ich habe mich permanent hier, da war so ein Griff, ne, an der Seite Beifahrer, mich die ganze Zeit nur festgehalten. Das war ein Gehoppele. Bertel sagte immer, bleib ruhig, Kind, bleib ruhig, Kind. Wenn da mal ein Koffer drauf ist, dann wackelt das nicht mehr so, ne? Na, jedenfalls sind wir zu der Firma Wölke gefahren. Die machen das ganz toll. Die schneiden oben das Fahrerhaus auf und erhöhen das irgendwie. Ja, damit da Platz reinkommt. Damit da mehr Platz reinkommt. Also es sieht schick aus. Und dieses Konstrukt, du hast also ein abgeschlossenes Fahrerhaus, hast hinten einen sehr offenen Wohnbereich, Toilette auch separat, Dusche gegenüber, hast ein Querbett, was du aber auch zum Längsbett umbauen kannst und sitzt vor der... Die Sitzgruppe ist direkt vor dem Bett. Face to face vom Bett. Also ein großer Raum, schön viel Oberschränke. Ich fand das nicht schlecht und kurz. Also ein kleines, wirklich kleines, wunderschönes Weltreisemobil. Da habe ich gesagt, okay, den schauen wir uns mal an. Jetzt kommst du. Ja, dann habe ich bei der Firma Wölke angerufen, wurde dann durchgestellt. Ja. Habe sogar mit Herrn Wölke persönlich gesprochen und habe ihm beschrieben, dass wir halt aus Norddeutschland kommen, uns für das Auto interessieren und einen Termin machen möchten, damit wir nicht umsonst diese weite Strecke fahren. Und dann hat er gesagt, ja klar, das macht mein Mitarbeiter und Sie können den Wagen auch Probe fahren, alles kein Problem. Haben wir einen Termin gemacht und dann sind wir da runtergefahren. Und dann waren wir bei der Firma Wölke und dann haben wir geklingelt, dann kam auch ein Mitarbeiter, der stockte so einen Moment und dann, ja klar, gucken wir uns an, dann sind wir zum Wohnmobil hingegangen, haben uns das angeguckt und haben dann auch Fragen gestellt. Der Wagen hatte wenig Kilometer runter und war aber, ich meine, 8 Jahre schon alt. Ne? 9. 9 sogar, Ja. okay. Und lag dann preislich, sollte noch aufgerufen werden, 195.000. Und dann habe ich, weil ich mich mit Fuso Canter ja nur oberflächlich auskenne und was man so im Internet liest und so weiter, habe ich Fragen gestellt. Dann haben wir eben weiter spezielle Fragen zu dem Fahrzeug. Bertel kann es ja nicht, ich muss unterbrechen. Ich muss Bertel dann kann es da weitermachen. nicht lassen. Aber ich meine, es geht immer um sehr, sehr viel Geld. Ich Ja. meine, es ist jetzt mal egal, wer wie was kaufen möchte, aber es geht immer um Geld. Und da möchte man doch genau wissen, was los ist und mit jemandem drüber quatschen. Ja, und immer wenn ich tiefergehende Fragen gestellt habe, sei es zu der Technik des Fahrzeuges, sei es zu Wartungsberichten, alles was man so kennt, Inspektionen und,
dann kam immer ganz schnell so die Äußerung, Sie kaufen den sowieso nicht. Dann muss ich die Eigentümerin anrufen, das geht nur, wenn die hier vor Ort ist. Dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie, kriegen Sie keine Provision oder irgendwas, wenn Sie den Wagen hier auf dem Hof haben? Machen Sie das alles ehrenamtlich? Ja, wir haben da nichts von, nein, und so geht das sowieso nicht. Und wenn hier über das Fahrzeug gesprochen werden soll, dann müsste die Eigentümerin hierher kommen. Sie kaufen den sowieso nicht. Ich habe ihn dann gefragt, Sie haben doch vorne eine Werbung im Vorraum, ne, vor der Klingel, bevor man dann mit Ihnen in Kontakt treten kann, ist doch ein Flyer, ein Aushang. Das letzte Fuso-Fahrgestell, das noch zulassungsfähig ist, unser Projekt können Sie kaufen. Da ist also ein Fahrzeug, ein Fuso Canter, in der Projektierung und wird da gerade gebaut oder demnächst, wie auch immer. Und dann habe ich ihn gefragt, Sie haben doch da ein Projekt noch laufen mit dem letzten Fuso Canter. Hatte mir Herr Wölke ja auch gesagt, ein Fahrgestell habe ich noch zulassungsfähig. Die kannst du nämlich bald nicht mehr zulassen in Europa, die Dinger. Ja. Und dann sagt er, ja, ist richtig. Jetzt habe ich gesagt, dann sagen Sie uns doch mal, also zu dem, der uns da, ja, nenne ich ihn jetzt Verkäufer, betreut hat, sage ich, dann sagen Sie uns doch mal den Preis von dem Projekt, das da läuft, von dem Fahrzeug, das Sie anbieten. Ja, das hängt doch vorne aus. Sage ich, ja, da steht aber kein Preis. Okay, kümmere ich mich drum, dann geht er weg. Ich lasse ihn mal einen Moment alleine. Dann kommt er zurück und sagt, er könnte das jetzt nicht nachgucken. Er könnte uns auch keinen Preis nennen und er kommt da an die Daten im Moment nicht ran. Und Sie kaufen den sowieso nicht. Da habe ich gesagt, Nora, jetzt reicht's. Woher will der Mensch wissen, was wir uns leisten können und was wir uns nicht leisten können oder was wir uns leisten wollen? Ja. Wir reden hier über Geldbeträge, die sind in der Größenordnung einer Eigentumswohnung. Und da läuft einer rum und behandelt mich mit einer Nase, wo er sich den Rücken überstreckt, weil die so hoch hängt. Also das habe ich von einer Manufaktur, auf die ich so viel gehalten habe, über so viele Jahre. Bin nie in Wölke gefahren, aber die hatten immer ein super Renommee. Und ganz oft, wenn du unterwegs bist, dann kommen so Sprüche, ja Mensch, da fahr doch in Wölke, dann bist du oben an der Spitze. Nein, danke, das war's mit Wölke. So haben wir uns von einem Händler oder einer Manufaktur noch nie behandeln lassen. Und auch die Kollegen haben uns nicht mit Camperklatsch angesprochen oder sonst was. Die wussten scheinbar nicht, wer wir sind. Oder sie wussten es und wollten mit uns absolut jeglichen Kontakt vermeiden. Ja, da denke ich auch manchmal dran. Ne? Wir sind ja doch, also wenn wir so rumfahren, rumkommen, dann kommt doch ganz oft dieses Gespräch, ja, aber sind halt doch die mal diesen Hümer-Mecker-Film gemacht haben. Ja, das sind wir. Ja, Wenn uns bleiben was wir nicht auch. gefällt, dann möchten wir auch darüber berichten. Ich möchte noch schnell was sagen zu diesem Verkäufer oder was es da war. Ich habe dann gesagt zu ihm, ich provoziere ja auch gerne. Der kam ja mit keiner Information raus, mit gar keiner. Und er war ja auch der Meinung, er sagte ja, das ist ein ganz klassisches Argument, heute kostet ja so ein Fahrzeug auf dem Fuso Canter 295. Dann ist 195 für ein 8 Jahre oder 9 Jahre 9. altes Fahrzeug ja völlig gerechtfertigt. Und da habe ich gesagt, sehen Sie, und da irren Sie sich. Und Sie kaufen den sowieso nicht. Dann sagt Nora, sag mal, warum redet denn der Mensch so? Da habe ich zu Nora gesagt, weil wir ihm zu kritisch sind. Der will Ja. gar nichts mit uns zu tun Ja, haben. ganz klare Sache. Und da ist jetzt ein Punkt erreicht. Und den müssen sich die Händler, Manufakturen und alle, die ein Wohnmobil verkaufen wollen, langsam mal wie Butter aufs Brot schmieren. Wir sind raus aus dem Verkäufermarkt. Wir sind jetzt bei einem Käufermarkt gelandet. Und die das als Händler und Verkäufer nicht verstehen, die werden aber ganz schroff auf die Nase fallen. Früher, noch vor einem Jahr, hat dir ein Händler gesagt, wir sind ja gar keine Verkäufer. Wir sind Verteiler. Wir verteilen die Fahrzeuge. Wir verkaufen euch nichts, wir verteilen die Fahrzeuge. Und wenn du nicht willst, geh zur Seite, da kommt der Nächste. Ja. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Und alle, die das jetzt in ihrer Firmenphilosophie nicht vermögen umzusetzen, im Sinne des Kunden, die werden aber sowas von, weil jetzt ist die Macht beim Kunden und der Kunde kann entscheiden, ob er beim Händler A oder beim Händler B kauft oder ob die Leistung einer Manufaktur ausreichend ist, bestimmte Preisvorstellungen durchsetzen zu können. Meine, das ist ja egal, wo du hinfährst. Du siehst ein Fahrzeug, du findest das Fahrzeug toll. Du stehst da drauf, du möchtest dahin, du möchtest das kaufen. Da möchte ich doch Informationen haben über dieses Fahrzeug. Egal, ob es 50.000, 100.000, 150.000 oder ich habe keine Ahnung, was kostet. Das Ja. ist doch ganz normal. Ein Händler, eine Manufaktur mit einem verstehe das. vermeintlich super Image, du rufst da an
weil du sagst, du machst einen Termin, weil du ein paar hundert Kilometer fährst und weil du dann auch bedient werden und betreut werden möchtest. Der Händler inseriert das Fahrzeug auf seiner Homepage. Jetzt denkst du doch als Verbraucher, du kommst dorthin und der Händler kann dir das Fahrzeug zeigen und dir Informationen geben. Und dann kommst du runter und während du da bist, erzählt dir der Händler 10-mal, sie kaufen sowieso nichts. Sie kaufen sowieso nichts. Ja, ist doch egal. Nee, der konnte ja gar nichts zu dem Auto sagen, weil er nämlich nicht wollte. Genau. Er wollte nichts preisgeben zu dem Auto, das irgendwo nachteilig auf ihn zurückfallen kann. Ja. Und deshalb hat er gesagt, wenn Sie kaufen wollen, dann muss sowieso die Frau aus der Schweiz, ich habe keine Ahnung, wo die herkommt, da muss die Eigentümerin herkommen. Ey, hallo, warum mache ich denn dann einen Termin? Weil ich so viel Spaß am Autofahren habe, um aus Norddeutschland nach Süddeutschland zu fahren, mache ich gerne alle 3 Tage, wenn es denn dem Verkäufer mal irgendwie passt. Da bin ich aber komplett raus aus der Nummer. So, Strich. Vergangenheit. Weiter ging's. Ja, was war denn dann? Was haben wir dann gemacht? Wir waren ein bisschen geschockt und auch ein bisschen traurig. Ja. Also ich. Und dann stand da auf der Liste ein Kastenwagen. Ein Kastenwagen. Ein Kastenwagen, 5 Jahre alt. Ah, Ja, hat er vergessen. Hat er vergessen. Ja. 5 Jahre alt. Ein CS Luxor. Alles klar, wir waren auf dem Weg dahin. Bertel, wieder mal bei mobile.de. Was passiert? Sagt er doch zu mir, ich habe was entdeckt. Ich habe was entdeckt. Dieses Fahrzeug hier. Den La Strada Nova EB. Ja. Da waren wir auf dem Weg zum Kastenwagen. Wir sind trotzdem hingefahren, aber 6 Zylinder. Aber wir haben dann gesagt, nee, hier müssen wir hin. Ja, da passt das Preis-Leistungs-Verhältnis Ja. nicht. Das ist Alles klar. ein Sprinter Luxor gewesen, mit dem Allrad, mit dem Sechszylinder, also die Längsschläferklasse mit 7 Metern. Und sehr schöner Zustand, wirklich sehr schöner Zustand. Und den haben wir uns angeguckt, haben uns auch nett unterhalten da. Total nett. Chef war im Urlaub, aber sein bester Freund war da und der betreute uns. Und total korrekt, total in Ja. Ordnung. War ein cooler Termin, hat noch andere, so ein paar Oldtimer da stehen gehabt oder Youngtimer, war cool. Und ja, aber preislich, das war uns, das Fahrzeug 5 Jahre alt. Zu teuer. 139. 139 Oder und 50, 135. Ich weiß nicht, ist auch egal. und 150.000 Kilometer. Und da haben wir gesagt, nee, weißt du, da bist du schon wieder über den Neupreis drüber und dann noch gebraucht und dann 5 Jahre. Geht nicht. Ne? Ja. Na gut, es war ja dann schon der EB hier in unserem Kopf. Aber ihr seht jetzt mal schon, wir sind ja so fast am Ende von unserer Beschreibung. Ne, da fängt das an mal mit so einem Orthos, so ein bisschen Kaufieber. Und wo landen wir zum Schluss? In den Niederlanden. In den Niederlanden in Ost, bei Niesmann und Bischof, Campas. Oder wie das heißt. Und da steht der EB und klare Sache zugeschlagen gemacht. Und die Abholung war der Hammer. Ja, das ist auch so eine Sache. Also, ich meine, die Niederlande ist ja, die haben, das sind halt Niederländer und die haben ihre eigene Mentalität und das sind andere Menschen. Und es war alles top sympathisch. Es war herrlich. Da kamst du jetzt zu dem Händlertypus. Jede Frage, die du stellst, kann er nicht beantworten. Ihr habt doch Erfahrung, ihr wisst doch das besser. Ja. Ging das dann so, ne? Ja. Soll ich euch das Auto zeigen? Das war ja so die Einladung. Sag mal, nee, lass mal, wir gucken uns das lieber Wir kennen alleine das. an. Wir kennen La Strada, wir gucken uns das an. Und nachher haben wir dann so ein paar direkte Fragen gestellt und dann kam immer die Antwort, ach, das wisst ihr viel besser. Ja. Und ich weiß auch nicht. Nein, Und es war locker, es war sympathisch, es hat Spaß gemacht. Ich meine, wir kennen das wirklich, also wir kennen La Strada. Und von daher gab es da ja auch schon mal keine Konfrontation oder sonst irgendetwas. du kannst bei allen Fahrzeugen, sobald du die Fahrgestellnummer hast, Ja. des Basisfahrzeugs, Ja. kannst du, jedenfalls bei Sprinter ist das so, bei Mercedes, kannst du anrufen und kannst, wenn du dich geschickt anstellst am Telefon, die Informationen zu dem Fahrzeug abrufen, auch wenn du dich nicht in irgendeiner Form legitimieren kannst, weil allein schon aufgrund der Daten funktioniert das, die du ja ablesen kannst am Kfz. Und ich hatte den so ein bisschen abgecheckt, habe dann gesehen, vorne war der grüne Aufkleber dran, Umweltzone, dann wussten wir, wo der Wagen herkam, ohne irgendwelche Papiere gesehen zu haben. Dann war noch vom Campingplatz irgendwie so eine Markenlack Kroatien.
vorne drin und hinten am Nummernschild stand noch der Händler, ne, aufgedruckt, wo der Wagen, das neue Fahrzeug gekauft wurde. Und so fügt sich dann bei uns so ein Puzzle, so ein Bild zusammen. Und man kann auch noch telefonieren, wenn man wen kennt und so weiter. Und dann wussten wir eigentlich schon alles über das Fahrzeug, bevor der vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als der Händler wusste. Und so war das für uns ein cleanes Auto, alles gut, alles in Ordnung. Und bevor wir das wussten, dachte ich ja, Mensch, wie holst du denn jetzt ein Auto aus den Niederlanden mit niederländischen Papieren? Wie funktioniert denn das überhaupt? Das war ja in dem Fall dann gar nicht so. Ja. Das Thema erledigte sich, weil das ist ein deutsches Fahrzeug und erste Hand war in Deutschland. Und damit hast du ganz normale deutsche Papiere, den schreibst du bei der Zulassungsstelle um und gut ist. Auch kein Problem. Also der ganze Ablauf war völlig easy. Ja. Und am coolsten fand ich, wir sind da mit dem Zug hingefahren zum Abholen. So, Und jetzt wirst du mich mal weiter erzählen. Mit dem Zug genau einmal umsteigen war schon zu viel. Verspätung. Wir hatten irgendwo technische Probleme in Osnabrück. Und dann, keine Ahnung, wo einmal umgestiegen, war super. Und dann standen wir da und dann haben wir angerufen, dass wir da sind. Ja, ich muss noch mal kurz tanken, sagte Chef. Ja, wieso tanken? Na gut, wir sitzen da, 2 Koffer, Rollkoffer, jeder einen Rucksack. Und was kommt da angezischt? Ohne Autokennzeichen. Hier, unsere Pippi. Da hat er uns mit der Pippi abgeholt. Also das fand ich so herrlich. Dann hat er die Koffer hier reingeschmissen. Ich bin auf die Rückbank, war unangeschnallt, weil ich konnte mich nicht anstellen. Ich muss die Koffer festhalten, weißt du noch? Und der ist gereizt mit dem Ding. Ah, das war ja aber nur 2, 3 Kilometer. Ja, der wollte uns gleich zeigen, Auto läuft, alles gut. Alles wunderbar. Aber das war süß. Ich fand das schon cool. herrlich. Ja. Locker. Ja. Total so locker und Total Kumpel entspannt. und du. Aber das war richtig herrlich. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich brauche noch dies, ich brauche noch das hier für Nummernschilder und so. Ja, hole ich. Und dann haben sie Werkzeug gebracht und habt ihr denn vielleicht noch eine alte, fast leere Gasflasche, dass wir den noch rüberkriegen. Haben sie reingemacht. Ja, habe ich auch noch. Dann habe ich die genommen, eingebaut. Also völlig entspannt. Ja, ich fand's herrlich. Völlig entspannt, ja. Ja, aber eine Geschichte haben wir noch. Luigi. Luigi. Ich weiß gar nicht, ob er Luigi heißt. Ist egal. Aber macht ja nichts. Luigi. Da ist wir waren in Süddeutschland, weiß ich nicht mehr, Main, Mosel, keine Ahnung. Nein, das war hinten bei Frankfurt. Okay, waren wir da. Jedenfalls, oder das Auto war da. Da sind wir auf einen Händler gestoßen, der verkauft ausschließlich gebrauchte Wohnmobile. Ein Bimobil, kurzer Radstand, Allrad, Daily, ich glaube ein Scam war das. Und das ist dieses ganz kurze Ding hier, 6,12 Meter, 6,20 Meter, ich weiß gar nicht, was das hat. Alkoven, Heckgrundsitzgruppe. Ja. Kaum Kilometer und die Anzeige, die war dann, Opa Erwin verkauft sein Wohnmobil. Ja. Und da haben wir gedacht, gut, wenn das so Opa Erwin und der soll in der Halle gestanden haben und all solche Sachen. Ja, dann ist Opa Erwin nicht mehr fit genug zum Reisen und hat dann immer gezögert, das Auto abzugeben und jetzt ist es soweit. Und da dachten wir, Mensch, wenn Opa Erwin den verkauft, eine Rentnerhand und so weiter, ist bestimmt ein tolles Auto. Wenig Kilometer runter noch für das Alter. Und dann sah man auf dem einen Foto, wenn man genau hinguckt und sich so ein bisschen mit den Autos auskennt, dann sah man so hinten in der Heckgarage, da unterhalb der Seitenklappe von innen fotografiert, so ein bisschen Andeutung, dass da was wellig sein könnte. Ich sagte, Nora, der ist doch hinten feucht. Ja. Komm, egal, wir fahren da mal hin. Neugierig bin ich. Vielleicht haben sie das ja repariert und das ist noch ein Bild, was sie gemacht haben. Und jetzt wird das Fahrzeug verkauft und die Stelle ist repariert. Jetzt pass mal auf, jetzt wollten die 225.000 € für das Auto. Da denkst du erst mal, ein Scam kriegst du kaum noch, mit wenig Kilometern, vielleicht noch verhandeln. Schauen wir mal. Da habe ich nachgeguckt, damals hat das Auto irgendwas gekostet mit 140.000, 150.000 €, als der mal neu rauskam und verkauft wurde. Und jetzt soll er 225 kosten. Egal, wir sind auf dem Weg, wir gehen da mal gucken. Und dann sind wir dahin und dann mache ich hinten und dann haben wir gesagt, so, wir möchten uns das Auto angucken. Ja, macht mein Kollege. Und den Kollegen, ich habe den Namen nicht mehr, aber ich nenne ihn jetzt mal Luigi. Und dann kam Luigi. Oh, was kann ich tun, was kann ich helfen? Sag ich ja, das Auto da hinten, möchten Sie Kaffee und so weiter. Komm, wir können uns duzen, wir sind doch alle Camper. Völlig locker gleich losgegangen. Toll. Kaffee und Luigi, hast du denn Papiere fürs Auto? Ja, ich gehe Büro gucken. So,
guck du mal, wir schließen alles auf hier und gucken uns das mal an. So, und dann kam Luigi zurück mit einer Mappe mit Papieren und dann Luigi rein ins Auto und dann sage ich, du Luigi, gibt's hier auch Licht? Ja, hier gibt's auch Licht. Ich weiß nicht, wo Kollege hat Sicherung ausgemacht. Ich habe keine Ahnung. Wie geht denn das hier? Sag ich, Luigi, guck mal, da ist ein Knopf, drückst du drauf, ist Licht an. Alles klar, Licht an, super. So, dann hatten wir schon mal Licht da drin. Dann habe ich gesagt, Nora, jetzt gucken wir uns mal hinten die Klappe an. Machen wir mal hinten die Heckklappe auf. Ne? Ich lasse mich da auch nicht bedienen. Ich greife da selber zu und gucke mir das an. Ich kann die schon selber aufmachen. Und dann gucke ich so rein. Guck mal, Nora, rechts hier. Holz, ne? Wellig, feucht geworden. B-Mobil hat ja innen Holz. Ne? Und dann guckst du so runter und dann kannst du den Doppelboden lang bis fast vorne hin gucken. Ne? Auf der Garagenebene einmal nach vorne so ein paar Meter, 4, 5 Meter, keine Ahnung, wie lang so eine Kabine ist. Denke ich, Nora, guck dir das mal an. Das ist alles unten Naturholz, nicht irgendwie beschichtet und so weiter, sondern naturgeschnitten, unbehandelt rein. Und dann siehst du so einen Wasserrand, so 3, 4 Zentimeter hohen Wasserrand. Und der ging einmal das Fahrzeug längs von hinten betrachtet. Wie das Wasser da reingekommen ist, weiß ich auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wie man ein Auto so fluten kann. Ob das jetzt nur, ich meine, in der Halle kommt ja eigentlich auch kein Regen rein. Also der Wagen stand schon mal nicht in der Halle. Ne? Das mal zu Opa Erwin noch vorweg. Und der Wagen war auch feucht an der rechten Seite, an der Klappe. Du konntest das Holz eindrücken. Vielleicht haben sie die Klappe nicht zugemacht, keine Ahnung. Nee, die war ja undicht. Hat ja auch keiner repariert. Luigi wollte ja trotzdem Kohle. Ne? So, und dann hab ich gesagt, so, Nora, pass mal auf, ich mach mir jetzt hier einen Spaß und ich kläre den Luigi mal ein bisschen über B-Mobil auf. Der hat da nicht so viel Erfahrung. Das ist ein netter Kerl, dem zeige ich das einmal. Sag ich, komm mal her, Luigi, ich zeig dir mal was. Siehst du den Wasserrand? Hier einmal ganzen Doppelboden lang, bis vorne hin. Der Wagen war nass, der hat Wasser gezogen. Der war nass. Och, habe ich ja noch nie gesehen. Das erzähle ich meinem Chef. Sag ich, pass auf, Luigi, wir machen mal weiter. Ich zeige dir noch ein paar Stellen. Und so habe ich ihm die Stellen an dem Auto gezeigt, die nicht in Ordnung waren. Und Luigi hat auch gemeint, ja, sein Chef würde immer zu teuer die Autos einkaufen, weil der hätte keine Ahnung von den Autos. Da habe ich gesagt, Luigi, sag mal, wie verdient denn dein Chef Geld, wenn der hier 100 Autos stehen hat? Ja, das wusste Luigi dann auch nicht. Wir haben uns dann höflich bedankt und haben gesagt, du, Luigi, mach mal weiter. Ne, verkauf das Auto, aber bitte nicht an uns. Und dann sind wir von dannen gezogen. Ja. Und ihr werdet es nicht glauben. Eine Woche später war das Auto weg. Keine Ahnung, ob das jetzt auf dem Schrottplatz gelandet ist oder verkauft wurde. Ich gehe eher davon aus, dass es gekauft wurde. Ne? Jetzt ist also jemand glücklicher Besitzer eines feuchten Bimobils. Okay. Ja, inwieweit bin ich bereit, wenn ich ein Fahrzeug wirklich haben möchte, das zu nehmen und das dann natürlich instand zu setzen? Ist ja ein wunderschönes Fahrzeug. Das ist schon der Hammer. Bei diesem Auto lag der Das Preis, ist der Hammer. der Angebotspreis lag bei diesem Auto runde 75.000 € über dem Neupreis, den der Wagen damals gekostet hat. Das sind jetzt schon mal locker 50% vom Neupreis. Also welche Kröte will ich schlucken? Was macht mir Spaß? Was bin ich bereit für meinen Spaß zu bezahlen? Aber Luigi war cool. Es war herrlich. Also wenn man das alles so zurückblickt, wir sind einige 100 Kilometer gefahren. Der Hammer. Da würde man sagen, seid ihr bekloppt? Nein. Wir finden das, also wir reden noch so oft darüber. Wir haben wieder so viel gelernt. Und du kannst natürlich nicht immer gute und schöne Erfahrungen machen, ganz klar. Jetzt möchte ich gerne euch mal auffordern, über eure Erfahrungen beim Wohnmobilkauf noch mal zu berichten, vielleicht Gebrauchtfahrzeuge oder wie seid ihr behandelt worden und was wünscht ihr euch für die Zukunft? Ja, natürlich. Ja, wie möchtet ihr denn beim Händler oder in der Ja. Manufaktur oder wo auch immer in dieser Campingszene, wie möchtet ihr da eigentlich behandelt werden? Wenn ihr Beträge in dieser Größenordnung, ob das 50.000 sind oder eine halbe Million, ist doch völlig Mumpe. Egal. Es geht darum, dass man sich ein Träumchen erfüllen möchte und für jeden hat ein Traum einen gewissen Wert und den ist er bereit dafür zu bezahlen. Jeder Kauf, ob das weniger oder mehr Geld ist doch gleichwertig. Ja. Ist doch egal, ob du die dicke Brieftasche oder die dünne Brieftasche hast. Ja. Es geht um deinen Spaß, deinen Spirit vom Camping und wie soll der in Zukunft aussehen, der Umgang mit den Kunden bei den Händlern und Manufakturen. Gut, jetzt kommen wir beide als sehr kritische Menschen, Ja. würde ich sagen. Und wir sind ja immer kritischer geworden, ganz ehrlich.
umso mehr wir uns jetzt mit den, auch durch YouTube, mit Wohnmobilen beschäftigt haben. Also ich merke das schon an mir, dass ich immer kritischer werde. Wir interessieren uns immer sehr stark für uns privat, für unseren eigenen Nutzen, eigene Nutzung. Wir interessieren uns immer sehr stark für ausgefallene Fahrzeuge. Ja. Und dann am liebsten auch mit Allrad. Und das sind immer Fahrzeuge, da kannst du nicht irgendwo zu einem Händler fahren und dann stehen da 20 Stück. Da musst du dich schon ein bisschen bewegen, um diese Fahrzeuge zu finden und dir angucken zu können. Wir sind alles gefahren, wir sind sogar mehrere Artegos gefahren in der Zeit. Da wollten ja. wir jetzt nicht tiefer drauf einsteigen. Artegos, 3 Stück waren es, ne? Ja. In die abgelastete, in der 7,5 Tonnen Klasse hatten wir auch schon, waren wir auch schon mal dran gedanklich. Und diese Autos, die stehen nicht an einem Platz. Nee. Da musst du rumfahren, da musst du dich bewegen. Ja, muss man. Und da musst du beweglich sein. Und dann wirst du auch sehr viel Feinheiten über diese Fahrzeuge kennenlernen. Über Manufakturen, über Hersteller, über Großserienhersteller, alles, was es so gibt. Und das kannst du nur richtig erfahren, wenn du überall drin rumkriechst und am besten die Autos auch mal fährst. Ja. Und das ist das, was uns Spaß macht. Ja. Das hat uns richtig Spaß gemacht. Total. Ich habe dann gesagt, oh Nora, jetzt haben wir wieder da runtergefahren, übernachtet und dann nächsten Tag Termin. Mensch, was für ein Aufriss. Und dann Dahin gefahren. Ja. Na gut, einiges haben wir auf dem Weg. Dann war es auch dann eine ganz schöne Rundtour eigentlich. Ja, aber wir haben fazitmäßig, durch wir waren immer zum Schluss so weit, dass wir gesagt haben, wenn wir da jetzt nicht hingefahren wären, Ja. dann hätten wir dies nicht gehört, dies nicht erfahren, Ja. jenes nicht erfahren. Wir hätten es nicht selber erlebt. Wir haben immer aus allen Terminen, die wir wahrgenommen haben wir für uns selber einen persönlichen, privaten Erfahrungsschatz mitgenommen. Ja. Und dieses Wissen, das ist für mich, weil es ist unsere Leidenschaft, für Ja. mich ist das so wichtig gewesen. Und wir haben so viel gelernt, dass wir natürlich aufgrund unseres Hintergrundwissens, was wir auch gar nicht alles erzählen können, weil es so unheimlich viel ist, natürlich sehr kritisch geworden sind. Und jetzt bin ich bei dir, ne? Ich? Ja, Nora die Kritische. So, ihr Lieben, jetzt wisst ihr auch, was wir die letzten Wochen so getrieben haben auf unserem Weg zum Nova EB. Habt eine wunderbare Zeit Lasst es euch gut gehen. und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüssikowski, genau. So, Batterie ist leer. Kamera geht gleich aus. Kamera geht gleich Haben an. wir noch Teechen? Wir haben noch Tee. Gut. Klare Sache. Und damit hopp. Oh, da hinten. Ich gucke immer die ganze Zeit hier aus dem Fenster. Ihr wisst alle, wie das Fahrzeug aussieht. Da steht ein Hümer-Venture S. Ja. Komm, die zeigen wir. Haben wir noch nie so live am Strand gesehen. Live. Am Strand. Sieht man Live. den? Ja, ganz klein. Live Da. am Strand, ganz da hinten. Ja. Ein Venture. Ja, Hümer Venture ist. genau. Der hinten, ne? Der steht ja auch deshalb rückwärts am Wasser, weil er ja hinten seine Veranda hat. Genau. Es ist jetzt, was ist denn? Es ist jetzt Samstag, ne? Samstag 10:18 Uhr. Guck mal, so sieht das hier aus. 10:18 Uhr. Man So. versammelt sich so langsam am Strand.